Der geliehene Herzschlag. Der Regen hämmerte gegen die Windschutzscheibe wie zersplitterndes Glas. Die Autobahn bei Hamburg war fast leer, abgesehen von ein paar Lastwagen, die sich durch den Sturm kämpften. Leon Weber, 34 Jahre alt, Architekt, fuhr schneller, als er sollte. Seine Augen waren rot von schlaflosen Nächten und sein Geist vernebelt vor Reue. Er bemerkte den abbiegenden Lastwagen erst, als es zu spät war. Ein greller Blitz. Das Kreischen verbiegenden Metalls, dann nichts. Als Leon die Augen öffnete, war die Welt weiß. Weiße Wände, weiße Laken, ein schwacher Geruch nach Desinfektionsmittel. Ein dumpfes Piepen hallte neben ihm. Seine Brust fühlte sich schwer an, als würde etwas Fremdes in ihr leben. Eine Krankenschwester beugte sich über ihn. »Herr Weber, können Sie mich hören?« Leons Lippen zitterten. »Wo bin ich?« »Sie sind im stillen Georg-Krankenhaus«, sagte sie sanft. »Sie hatten einen schweren Unfall, aber Sie haben Glück gehabt. Ein Herz wurde im letzten Moment verfügbar. Sie haben eine Transplantation bekommen.« Leon blinzelte. »Eine Herztransplantation?« Sie nickte. »Ja, ein Wunder wirklich. Jemand ist nur wenige Stunden vor ihrer Einlieferung gestorben. Sein Herz hat ihnen das Leben gerettet.« Er starrte an die Decke. Ein fremdes Herz in seiner Brust, das ihn am Leben hielt. Ein geliehenes Leben. 3 Wochen später war Leon zurück in seiner Wohnung mit Blick auf die Elbe. Alles fühlte sich anders an. Die Stadt, die Luft, sogar sein Spiegelbild. Nachts wachte er schweißgebadet auf. Das Herz raste heftig. Manchmal glaubte er, eine Stimme in der Dunkelheit zu hören, flüsternde Worte, eine weibliche Stimme, sanft und traurig. Warum? Sein Arzt meinte, es sei Trauma, postoperativer Stress. Aber es fühlte sich nicht wie Trauma an. Es fühlte sich an wie jemand anderes Erinnerung. Eine Nacht träumte er, er stehe an einem See, einem stillen, nebelverhangenen Ort, umgeben von Birken. Eine Frau in einem roten Mantel stand mit dem Rücken zu ihm. Ihr blondes Haar tanzte im Wind. Als sie sich umdrehte, war ihr Gesicht neig, verletzt, ihre Augen voller Trauer. Dann flüsterte sie dasselbe Wort. Warum? Leon schreckte keuchend hoch. Sein Herz hämmerte, schnell, unregelmäßig, fremd. Er legte die Hand auf seine Brust und flüsterte, »Das ist nicht mein Herzschlag.« Eine Woche später, bei einer Kontrolluntersuchung im Krankenhaus, hörte Leon 2 Krankenschwestern im Flur reden. Der Fall der Spenderin war seltsam. Eine Frau, ertrunken in einem See bei Lübeck. Die Polizei meinte, es sei vielleicht Selbstmord, aber... Oder vielleicht Mord, flüsterte die andere. Leon erstarrte. Er trat näher. »Entschuldigung«, sagte er leise. »Haben Sie eine Frau gesagt?« Die Krankenschwester wirkte verlegen. »Oh, ja, Sie haben Ihr Herz bekommen, aber wir dürfen eigentlich keine Details nennen.« Leons Kehle wurde trocken. »Ihr Name?« Die Schwester zögerte, seufzte dann. »Clara Voss, 28 Jahre alt.« Clara Voss. Der Name traf ihn wie ein Schlag. Er kannte sie nicht, und doch kam sie ihm seltsam vertraut auf. In dieser Nacht konnte er nicht schlafen. Er tippte den Namen in seinen Laptop. Clara Voss, tot aufgefunden am Wakenitzsee. Polizei vermutet Ertrinken. Ermittlungen laufen. Es gab ein Foto. Clara stand an demselben See aus seinem Traum. In einem roten Mantel. Leons Magen zog sich zusammen. Das ist unmöglich. Aber es war möglich. Er fühlte ihr Herz in sich schlagen. Unruhig, rastlos.
In den folgenden Tagen wurden Leons Albträume düsterer. Er sah Bruchstücke, ein Mann, der schrie, platschendes Wasser, Claras Schrei um Hilfe, dann Stille. Eine Nacht wachte er auf und sah Worte, die in den beschlagenen Fensterscheiben seines Schlafzimmers standen. Finde ihn. Er starrte sie entsetzt an. Er lebte allein. Am nächsten Tag kehrte er zu dem See aus dem Foto zurück. Der Ort war unheimlich still. Enten drüsten zwischen den Schilfrohren und der Wind trug den kalten Duft von Regen und Holz. Er schloss die Augen und lauschte. Der Herzschlag in seiner Brust wurde stärker, als würde das Herz den Ort wiedererkennen. Ein alter Fischer in der Nähe bemerkte seinen Blick. »Tourist?« fragte der Mann. Leon schüttelte den Kopf. »Nein, ich kannte jemanden, der hier gestorben ist. Clara Voss.« Der alte Mann seufzte. »Ach, das arme Mädchen, schlimme Sache. Man sagt, sie sei gefallen, aber andere sahen sie an dem jenen Abend mit einem Mann streiten. Ein Freund vielleicht. Nie vermisst.« Leons Puls beschleunigte sich. »Einen Mann? Wissen Sie, wie er hieß?« Der Fischer runzelte die Stirn. »Ich glaube, Lukas. Lukas Brandt. Ein Geschäftsmann aus Hamburg.« Leons Herz setzte aus. Er kannte diesen Namen. Lukas Brandt. Sein ehemaliger Kunde. Ein Immobilienentwickler, mit dem er vor Jahren gearbeitet hatte. Der geliehene Herzschlag. Die Luft wurde plötzlich schwer. Er konnte Claras Herz in seiner Brust schneller schlagen fühlen, wie eine Trommel, die ihn vor etwas Unsichtbarem warnte. In dieser Nacht kehrte Leon nach Hause zurück und goss sich ein Glas Whisky ein. Er stand vor dem Badezimmerspiegel und starrte sein Spiegelbild an. Er sah gleich aus. Und doch nicht. Seine blauen Augen wirkten kälter, seine Haltung fremd. Und für einen kurzen Moment, als das Licht flackerte, glaubte er, jemand anderes hinter sich zu sehen, eine Frau mit nassen Haaren und einem bleichen Gesicht. Er fuhr herum. Niemand war da. Da kamen die Flüstertöne wieder, leise, aber deutlich. »Er hat mich getötet.« Leon klammerte sich zitternd an das Waschbecken. »Clara, was willst du von mir?« flüsterte er. Die einzige Antwort war das Schlagen seines Herzens. Schnell, wütend, lebendig. Am nächsten Morgen beschloss Leon, Lukas Brandts Firmengebäude aufzusuchen. Die Empfangsstelle lächelte höflich. »Haben Sie einen Termin?« »Nein, aber sagen Sie ihm, es ist Leon Weber. Er wird sich erinnern.« Als Lukas schließlich erschien, wirkte er überrascht und leicht nervös. »Leon, mein Gott, du siehst blass aus. Ich habe von deinem Unfall gehört. Wie um alles in der Welt lebst du noch?« Leon zwang sich zu einem Lächeln. »Glück gehabt, schätze ich.« Lukas' Blick huschte unruhig hin und her. »Du hättest nicht herkommen sollen.« »Warum nicht?« »Weil manche Menschen besser tot bleiben.« Für den Bruchteil einer Sekunde glaubte Leon echte Angst, zitternde, nackte Angst in Lukas' Augen zu sehen. Dann wurde der Mann wieder kalt. »Pass auf dich auf, Leon. Ruh dich aus. Vergiss die Vergangenheit.« Als Leon das Gebäude verließ, hallte nur ein Wort in seinem Kopf wieder. Vergiss. Aber Claras Herz ließ ihn nicht vergessen. In dieser Nacht wurden Leons Träume lebendig, zu real, um Träume zu sein. Er sah sich selbst, oder vielmehr Clara, mit Lukas am See streiten. Sie schrie etwas über Verrat, er packte ihren Arm. Dann Dunkelheit, Wasser, Stille. Leon erwachte hustend, keuchend, Wasser tropfte auf den Boden.
Ungläubig sah er auf seine Kleidung. Sie war durchnässt. Er sah auf die Uhr. 2:14 Uhr. Jede Nacht dieselbe Zeit. Zitternd setzte er sich aufs Bett und flüsterte: »Was ist mit dir passiert, Clara?« Und zum ersten Mal hörte er ihre Stimme deutlich in seinem Kopf. Sanft, gebrochen: »Er hat mir alles genommen. Und jetzt nimmt er dich.« 2 Tage später erhielt Leon einen schlichten weißen Umschlag ohne Absender. Darin befand sich eine kurze Notiz in eleganter Handschrift. »Sie hätten nicht zum See gehen sollen. Hören Sie auf zu graben, Herr Weber. Manche Leben gehören Ihnen nicht. L.« Ein Schauer lief Leon über den Rücken. L für Lukas. Er zerriss den Brief, doch die Worte brannten sich in sein Gedächtnis. Am Abend, als er sein Handy einschaltete, hatte sich der Hintergrund geändert. Er zeigte den See, neblig, mondbeschienen, und im Spiegelbild des Wassers war schwach das Gesicht einer Frau zu erkennen. Er hatte dieses Hintergrundbild nicht eingestellt. Er hatte dieses Foto nie gemacht. Tage wurden zu Wochen. Leon traf keine Freunde mehr, ging nicht mehr aus. Er wurde besessen von Claras Tod. Er suchte Bibliotheken, alte Polizeiakten, alles, was Antworten versprach. In einem Bericht fand er ein Detail, das ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ. Obduktion ergebnislos, Spuren von Kampf an den Handgelenken. Wasser in der Lunge steht im Widerspruch zum angenommenen Ertrinkungszeitpunkt. Mögliche postmortale Submersion. Sie war nicht einfach ertrunken. Sie war ermordet worden. Und jetzt schlug ihr Herz in seiner Brust. Jedes Mal, wenn er die Augen schloss, sah er sie, kalt, durchnässt, flüsternd aus der Dunkelheit. Beende es. Eines stürmischen Abends saß Leon am Fenster und starrte in den Regen. Dann klingelte das Telefon, unbekannte Nummer. Er zögerte, dann nahm er ab. »Hallo?« Eine tiefe Männerstimme antwortete, ruhig und leise. »Leon Weber. Ich höre, mein Herz funktioniert noch ganz gut.« Leon erstarrte. »Wer ist da?« Die Stimme lachte leise. »Du lebst auf geliehener Zeit, Leon, und geliehenes Leben währt nicht ewig.« Die Leitung brach ab. Leons Herz schlug wie Donner. Er rannte zum Spiegel und sah das Unmögliche. Für einen Sekundenbruchteil war das Spiegelbild nicht sein eigenes. Es war Lukas Brandt. Lächelnd. Und in diesem Lächeln sah Leon den Beginn von etwas, das dunkler war als der Tod. Er dachte, er hätte einen Unfall überlebt, aber vielleicht hat das Herz in ihm nie aufgehört, um sein Leben zu kämpfen. Kalte Brise Münchens strich gegen die Glasfenster, während Sophia Berger auf dem Balkon ihrer Wohnung stand und leer auf die Straße hinunterblickte. Autos fuhren vorbei, Menschen redeten, Lachen stieg empor, die Welt war normal. Aber in ihrem Inneren war nichts mehr normal. Es waren 3 Wochen vergangen seit jener Nacht im Wald, der Nacht, in der sie das geheimnisvolle Tagebuch in dem verlassenen Auto gefunden hatte. Ein Tagebuch, das Lena Kraus gehörte, einer Frau, die vor genau einem Jahr bei einem Autounfall gestorben war. Jedenfalls glaubten das alle. Doch das Tagebuch erzählte eine andere Geschichte, eine erschütternde Beichte darüber, wie Lena glaubte, jemand wolle ihr Leben auslöschen und ihre Identität übernehmen. Zuerst hielt Sophia es für eine Wahnvorstellung, aber dann begannen die seltsamen Dinge. Der erste Anruf kam um Mitternacht. Eine tiefe Stimme flüsterte: »Du hättest es nicht öffnen sollen.« Dann Stille. Beim zweiten Mal war es keine Männerstimme. Es war die einer Frau, sanft, zerbrechlich, bebend. »Sophia, gib zurück, was nicht dir gehört.« Sophia erstarrte. Die Stimme war ihr bekannt. Zu bekannt. Sie überprüfte ihre Anrufliste. Keine Nummer,
kein Eintrag. Unbekannte Anrufe. Ihre Mitbewohnerin Nina, eine unbeschwerte Künstlerin, lachte nur. Wahrscheinlich ein Streich. Du überträgst, Sophie. Aber Sophia konnte das kalte Gefühl in ihren Adern nicht abschütteln. Sie hatte Nina nicht die ganze Wahrheit gesagt, dass sie im Tagebuch am letzten Blatt einen kleinen Schlüssel gefunden hatte, daneben ein Zettel. Schließfach 42, Hauptbahnhof. Dort liegt meine Wahrheit. 2 Tage später ging sie zum Münchner Hauptbahnhof. Menschenmemen, Durchsagen, Stimmengewirr. Sie fand Schließfach 42. Ihre Hände zitterten, als sie den Schlüssel einführte. Darin lag eine kleine Holzkiste und ein alter Ausweis. Auf den Namen Lena Kraus. Das Foto ließ sie erstarren. Sie sah aus wie sie. Dasselbe blonde Haar, dieselben Augen, selbst das winzige Grübchen beim Lächeln. Für einen Moment setzte Sophias Herz aus. »Bin das ich?« flüsterte sie. In der Kiste waren Fotos. Lena stand darauf vor demselben Wohnhaus, in dem Sophia jetzt lebte. Sogar auf demselben Balkon, auf dem sie jeden Morgen stand. Plötzlich vibrierte ihr Handy. Eine Nachricht erschien. »Hör auf zu graben, sonst endest du wie sie.« Sophia rang nach Luft. Sie sah sich um, Dutzende Gesichter, doch niemand sah sie an. Und trotzdem fühlte sie sich beobachtet. Am nächsten Tag ging sie ins Café Himmel, ein stilles Lokal nahe der Isar, wo Lena laut Tagebuch oft schrieb. Als sie eintrat, hob ein Mann in den 30ern den Blick von seinem Laptop. Groß, glatt rasiert, grauer Mantel. Er sah sie neugierig an, fast als würde er sie erkennen. »Lena?« fragte er leise. Sophia erstarrte. »Nein, ich bin Sophia«, antwortete sie vorsichtig. Er runzelte die Stirn, musterte ihr Gesicht. »Du siehst exakt aus wie sie.« »Kannten Sie sie?« »Ich war ihr Freund«, sagte er gedämpft. »Lena hat mir erzählt, sie sei in Gefahr, aber bevor ich ihr helfen konnte, war sie verschwunden. Alle sagten, sie sei in diesem Anfall gestorben, aber ich habe nie die Leiche gesehen.« Sophia beugte sich vor. »Was meinen Sie?« Sie sagte, jemand würde sie ersetzen, kopieren, ihr Leben stehlen. Sophias Magen zog sich zusammen. »Ersetzen?« Er nickte. Sie traf jemanden, der genauso aussah wie sie, genauso sprach. Und danach ging alles schief. Er schrieb einen Namen auf einer Serviette. Dr. Klaus Reinhardt. Lena hat ihn eine Woche vor ihrem Verschwinden besucht. Er war Psychiater, spezialisiert auf Identitätsrekonstruktion. Bevor Sophia weiter fragen konnte, klingelte ihr Handy. Unbekannte Nummer. Sie nahm ab. »Sophia«, zischte eine Stimme. »Du darfst niemanden trauen. Besonders ihm nicht.« Das Gespräch endete.